Es ärgert mich richtig, weil ich möchte das gerne schaffen. Und ich möchte mal gerade gucken, welche Achievements uns noch fehlen. Oh, Salz in die Wunde. Verhören Sie Horace Willingham nach seinem Geständnis. Ja, das haben wir nicht gemacht, ne? Das kann ich dann irgendwann selbst noch machen. Und der Rest scheint hier Fall 5 ein bisschen zu sein. Daneben gibt es noch mindestens 65% Gründlichkeit wurde in einem Fall erzielt. Hier haben wir geschafft. Mindestens penibel, mindestens 90% Gründlichkeit wurde in einem Fall erzielt. 100% Gründlichkeit, okay, haben wir. Guter Polizist. 65% Kombinationspunkte. Fortschrittliche Verhörmethoden. Meister Inquisitor. Haben wir noch nicht gehabt. Laborratte. Alter, wir waren nicht mal besser in 80% Fähigkeitspunkten. Wir sind nicht mal besser als Hodges. Mensch. Technikmeister ganz geschweige. Ich will besser sein als Hodges. Ich mag Hodges, aber ich will besser sein als er. So. Ach ja, und ich wollte mal gucken. Wir hatten Marcelle, ne? Genau. Unser Floyd Collister benutzt seit Jahren Marcells Identität. Marcelle war die große Dame der Travestie-Künstler aus Las Vegas. Hatte feste Spuren an beiden Hand- und Fußgelenken, als Leiche gefunden wurde. Kann nicht gut mit Geld umgehen. Alles klar. Jetzt klicke ich schon zum 20.000. Mal da drauf. Gut, Beweise haben wir erst 4 Stück. Ich gehe mal zu Doc Robbins in die Leichenhalle und lass mich mal informieren. Whoa, so that's what Marcelle looks like in the morning before she puts on her face. She's been a fixture in this town for as long as I can remember, but I don't think anyone's seen her like this, at least not in public. We pulled her, well, Floyd Collister's DMV records. He was born in 1938, which means Marcelle is 71 years old, but she looks much younger, don't you think? Well, what time taketh away, cosmetic surgery giveth back. To some degree, anyway. I'll check her medical records for the precise number of procedures. Okay. You know, I hate to be a stickler for detail about this, but we haven't really positively identified this victim. We didn't recover any form of identification on the body or at the scene. So before we go any further, let's just make sure this is Marcelle or Floyd Collister or whoever or whatever. All right? Okay. Bisschen problematische Lage, ich verstehe. Na, mein guter Doc, das ist das letzte Mal, dass wir zusammenarbeiten, ne? Kann ich die Fingerabdrücke haben? I love the easy ones. Here you go. That was very, very easy. My English is so good, und ich brauche eine DNA-Probe. You know, they say celebrity deaths come in threes. I'm certainly not anxious to see another. Here, I found some skin under the victim's fingernails. I collected a sample for DNA. I guess Marcelle may have gotten a piece of her killer. Die Übersetzung jetzt mit wieso noch einen habe ich nicht. Ah, klar, weil wir die Prominente doch im letzten oder vorletzten Fall hatten mit, vorletzter Fall, der dritte Fall. Die Rumors-Tante, genau. Haben Sie etwas Ungewöhnliches entdeckt? What can you tell us about those contusions around his wrists and ankles? Well, they're definitely consistent with ligature marks. The development of the bruising suggests the victim was restrained ante-mortem. I also noticed a larger contusion on the back of her head, also ante-mortem. She might have been struck from behind. Okay, der Hamster nagt wie verrückt an so einem kräutergepresstem Tunnel, den er auch wegfressen kann. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Konnten Sie die Todesursache bestimmen, Herr Doktor? Oh Gott. Konnten Sie die Todesursache bestimmen, Doc? She died of respiratory depression due to alcohol poisoning. It's as though she were tied down and then the alcohol strangled her. Terrible. But it's possible that all this could have been just a horrible accident, right? Actually, I don't think it's possible. Respiratory or heart failure usually occurs when one's blood alcohol level is somewhere around 0.4%. Now, most people in relatively good health tend to pass out around 0.3. Marcelle's BAC was 0.5%. I don't believe there's any way someone at her age, even as healthy as she seemed to be, could have consumed that much alcohol on her own. Force-fed alcohol. It's like some fraternity prank gone bad. Yeah, but it actually reminds me of a serial killer case my boss, when I first started here, used to talk about a lot. What did they call the guy? The Barbur Street Boozer. The Barbur Street Boozer.
Yeah, wasn't it in the mid-70s? I think 1975. I was a little girl, but I kind of remember people talking about him. Well, I'm sure it seemed particularly deviant at the time. What was it? 4 Johns trolling for transvestite prostitutes. They wind up dead, all of them force-fed alcohol. You know, if I'm not mistaken, all 4 of those murders occurred in the same neighborhood as Marcelle's cabaret, and the Barbur Street Boozer... Never got caught. You could have a cold case on your hands. I'll put in the request for the cold case files on the Barbur Street Boozer. It'll be worth it just to see if there are any other similarities between this case and those unsolved. Vielen Dank, Doc. Und wisst ihr... That's what I live for. Oh. Wisst ihr, was ich vermute? Wir haben den Barbur Blazer... Moment, wie hieß das Ganze nochmal? Barbur Street Boozers, genau. Ich glaube, dass wir den Barbur Street Boozer hier liegen haben und sich jemand gerächt hat und ihn so getötet hat, wie er gemordet hat. Oh, nee, Catherine, dein Was nun brauchen wir nicht. Nervt uns schon oder reicht uns schon, dass du uns e-mail-technisch nervst. Wahrscheinlich gehst du uns hier direkt auf die Nerven, sage ich mal freundlich. Und so kann ich gar nicht verhindern, dass meine Statistik sinkt. Naja, gut. Warum klicke ich immer auf die blöde Fallakte? So, ab in den Schauplatz, ab ins Labor. Wir haben ein bisschen was zu untersuchen. Darunter erst einmal Fingerabdrücke. So, wir haben die Fremdenabdrücke. Ja, das wissen wir doch inzwischen, wie das funktioniert, mein Guter. Und, 4. 5. Haha. Kein Treffer. Haben wir hier einen Treffer? Ne, sieht überhaupt nicht so aus. Gut. Ach ne, das können wir nur zum Vergleichen benutzen. Okay. Medizinische Datenbank haben wir auch nichts. So, welche Beweise haben wir denn noch? Wir haben DNA, Tablettenschachtel und Flüssigkeit. Das heißt, Untersuchungen, die wir hier an dem Ding machen können. Bei der Chemikalie. So, einmal die Tabletten. Das sieht schon mal gut aus. Ja, perfekt. The pills we recovered at the scene were prescribed to Floyd Collister. They're hydramazine. It's a heart medication. So, if we run an extended tox panel and find him in Marcelle's system, that'd be positive ID. Sehr schön. Gefällt mir schon mal. DNA haben wir. Finden wir hier einen Treffer? Kein Treffer, okay. Dann gucken wir uns noch die Flüssigkeit an. Nee, das schon mal nicht. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Das eher nicht. Das ist ein guter Ansatz. Und... Nee, aber das. So. Water, grain alcohol, and traces of wood esters, tannins, and lactones. Whiskey. And not the cheap stuff. Not the cheap stuff. Okay, also richtig teurer Whisky. Hallo, Beweise? Ja, geht doch. Gut, die beiden Sachen können wir erstmal noch nicht uns anschauen, aber wir brauchen die Tox-Untersuchung. Können wir einen erweiterten Tox-Bericht des Opfers bekommen? We're looking for any sign of the drug, hydramazine. Hydramazine. It's a heart medication that works to expand the blood vessels. I don't see any evidence that this victim was using it, though. So that's not Floyd Collister. Just what we need. An impersonator of an impersonator. Oh, das kommt echt überraschend. Und wer ist das nun? Oh good, you're still here. I just don't feel like being anywhere else right now. This place always felt like home. But now that Marcelle's dead, I just don't know. We're hoping you can help us with a case of mistaken identity. Oh, what do you mean? Können Sie uns helfen, das Opfer zu identifizieren? Would you mind coming down to the coroner's office with us? Sure, I can do that. But you mean it might not be Marcelle? I don't understand. But sure, no problem. Whatever you need, I'll come with you right now.
That's not... Oh, no. That's not Marcelle. It's not. Do you know who it is, Mr. Beaumont? But I saw her. I saw her with my own eyes, I'm telling you. But this... Oh, dear God, that's Wally. I can't believe it, that's Wally Beganowski. I mean, misapprehension. What the hell's going on? Mr. Beaumont, we're so very sorry, and we deeply appreciate your help. I can give you the name of someone if you need someone to talk to right now. And I promise we'll be in touch. Okay? Thank you. Well, looks as though Marcelle just went from being our victim to being our prime suspect. I'll have Brass track down her home address and put a bolo out on her car. Or rather, his car, since it's still registered under Floyd Callister. While he's covering that, why don't we check out Mr. Beganowski's home? See what we can find there. Das ist tatsächlich eine Wendung, die ich jetzt gerade nicht so erwartet hatte, aber die irgendwo ein bisschen logisch war, weil wer hätte es sonst sein, wenn nicht die eine. Die eine oder keine. Moment, das hör auf. Love what you've done with the place. Well, certainly defies stereotypes. Yeah, I can see why you called me for backup. Tough neighborhood. Action pur. Hallo? Las Vegas Crime Lab, freeze! Hands where I can see them, now! Wer sind Sie? Wobei, ich kann es mir gerade denken. I'm Floyd Callister. Don't shoot, please. Mr. Callister, we're here investigating the murder of Wallace Beganowski. Can you tell us where you were last night? I can't talk right now. Brauchen Sie Ihre Pillen? I forgot them back there. I'm supposed to take them every day. Riley, could you take Mr. Callister to get his medication? We'll stay and process the scene. I'm on it. Riley will call us when she gets back to the station. In the meantime, let's see if Wally or Floyd left behind anything useful. Okay. Was haben wir hier? Hoch. That's the cigarette Callister was smoking. Could come in handy if we need his DNA. Die hatte ich jetzt gar nicht richtig realisiert. Ah, someone who knows how to use one. Oh, wie böse. Hätte ich nicht zufällig die Maus drüber geschickt, hätte ich sie gar nicht realisiert, muss ich ehrlich gestehen. Time for laundry. Haben wir denn hier Wäsche, die uns interessiert? Ich fürchte nein. Da ist auch nichts. Seltsame Kisten, alles klischeehaft gleich verpackt. Okay. Ich vermute mal, dass wir da drin nicht mehr sonderlich viel finden dürften. Naja, bisschen altmodisch, aber Quite the homemaker. hübsch. Och, nee, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Ich wollte mich erst einmal komplett umschauen. Arbeitsbereich untersuchen wir gleich. So, der Herd hat nichts zu bieten. Der Kühlschrank ist vollgeklebt, ganz im typisch amerikanischen Stile, glaube ich. Also... My grandmother collected these. Oh, da werden Erinnerungen wach bei Catherine. Wie schön. Okay, den Arbeitsbereich halt. Komische Bilder. I wonder if it's homemade. Komische Bilder auf jeden Fall. So. Noch mehr komische Bilderchen. Ein Laptop, das ist auf jeden Fall interessant für uns. It's password protected. We shouldn't use it without a reason anyway. Es könnten sich Informationen für uns befinden. So. Somebody never finish unpacking? Ja, wir können ihn nicht weiter untersuchen, ne?